In diesem Video zeige ich dir, wie du in deinem Online-Kurs Seiten und Menüs erstellen und managen kannst. Hier siehst du einen Online-Kurs, der bereits ein paar Seiten und Menüs mit Unterseiten hat. Ich zeige dir an diesem Beispiel die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten dafür. Über den Button Hinzufügen kannst du neue Seiten und Menüs hinzufügen. Wichtig: Der Button Hinzufügen fügt das Menü oder die Seite am Ende des Kurses hinzu. Hast du bereits ein Menü erstellt und möchtest in diesem Menü neue Seiten anlegen, wie beispielsweise die Morgenmeditation, dann klicke dafür links in das Menü und nutze das Plus-Symbol und nicht den Button Hinzufügen unten. Theme wählen. Enthält dein Plan die Funktion Customization, kannst du darüber ein vorab erstelltes Kurstheme auswählen, welches dann das Design deines Kurses steuert. Unten links kannst du einstellen, ob deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Kurs neu starten dürfen und ob dir und deinen Kundinnen das Menü immer aufgeklappt angezeigt werden soll. Hinweis: Hast du bereits ein Kurstheme hinterlegt, findest du die Einstellung für das Aufklappen des Menüs im Kurstheme selber und nicht hier. Im Tab Inhalt hinterlegst du die Inhalte für deine Lektion. Seiteninhalte. Hier kommen die Inhalte für deine Lektion hin. Inhalt vor Startdatum bzw. Inhalt nach Enddatum. Bietest du einen Kurs mit zeitgesteuerter Freischaltung oder Befristung von Lektionen, kannst du in diesen beiden Tabs Inhalte hinterlegen, die statt der eigentlichen Kursinhalte angezeigt werden, wenn die Lektion vor der Freischaltung oder nach Ende der Freischaltung aufgerufen wird. Rechts oben findest du 3 Buttons. Einstellungen. Mit dem Zahnradsymbol kannst du die Einstellungen für die Seite aufrufen. Veröffentlichen. Mit dem Augensymbol kannst du die Seite oder das Menü veröffentlichen. Damit erscheint es im Inhaltsverzeichnis auf der Produktseite und bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Menü. Vorschau. Damit erhältst du eine Vorschau der Lektion. Wichtig: Hast du ein Quiz hinterlegt, wird dir das in der Vorschau nicht angezeigt. Das Quiz selber kannst du nur als Käufer testen, also über einen Testkauf. Klicke rechts oben auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen für die Seite aufzurufen. Hier kannst du verschiedene Dinge einstellen. Klick auf das i neben der jeweiligen Einstellung, um eine Beschreibung der Funktion zu erhalten. Zum Thema Drip-In und Drop-Out schau dir gerne unser separates Video an. Die Inhalte selber erstellst du über unseren Page Builder. Klicke dazu auf zum Page Builder. Hier eine einfache Beispielseite mit 2 Blöcken, einem Textblock und einem Bildblock. Oben links siehst du, welcher Blocktyp hinterlegt ist und hast verschiedene Einstellungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel, auf welchem Endgerätetyp der Block angezeigt werden soll oder Möglichkeiten, diesen zu verschieben, duplizieren, als Vorlage zu speichern, zu bearbeiten oder zu löschen. Rechts findest du, welche Blöcke du für Online-Kurslektionen nutzen kannst. Ziehe den gewünschten Block mit Drag und Drop einfach links rüber und schiebe ihn an die Position, wo er erscheinen soll. Oder nutze das Plus, um einen Block an einer bestimmten Stelle hinzuzufügen. Über den Klick auf das Kreuz oben links kommst du wieder zurück zur Kursseite. Hier ein Beispiel für den Audioplayer. Diesen kannst du über die Einstellungsmöglichkeiten rechts an deine Farbgestaltung anpassen. Mehr über unseren Page Builder findest du in unserem Hilfebereich und weiteren Videos. Du bist mit deinem Online-Business noch nicht bei uns? Dann registriere dich als Anbieter unter ablefy.io und teste alle Funktionen 14 Tage kostenlos.